Mein Name ist Benita Braun-Feldwig und ich bin Architektin und leite zusammen mit meinem Mann Matthias Muffert unser gemeinsames Büro BEF Studio Architekten. Seit einigen Jahren, seit fast als 15 Jahren, entwickeln und realisieren wir sogenannte Metropolenhäuser. Das bedeutet, dass wir neben unserer Rolle als Architekten auch Projektentwickler sind, Bauherren sind und letztendlich auch Kulturmanager. Dabei entwickeln wir eben Projekte mit Nutzungskonzepten, Finanzierungskonzepten, um ein gesamtheitliches, breites Stadtverständnis und Bauen in Stadt auch abbilden zu können. Und dabei sind uns Qualitäten, die Stadt heute ausmachen, wichtig. Beispielsweise sind es die Erdgeschosszonen, die in der Innenstadt besonders wichtig sind, um Städte lebendig zu halten und Städte für die Menschen interessant werden zu lassen. Besonders wenn man öffentliche Räume, Plätze hat. Wir wollten erst eine Baugruppe gründen, haben aber dann per Zufall eigentlich für unser erstes Metropolenhaus im Rahmen eines Bieterverfahrens ein kleines Grundstück hier mitten in der südlichen Friedrichstadt gefunden. Und das, was man so macht, ist fast wie Monopoly geboten. Der Preis ging wieder höher und höher und wir haben mitgeboten, ohne zu wissen, ob wir das jemals bezahlen können. Aber solange man noch nicht unterschreibt und die Tinte trocken ist, war man mit im Spiel. Und dann haben wir festgestellt, dass diese Lage doch für viele interessant zu sein scheint. Und dann kam so die Ansage, wenn ihr das kriegt, sind wir dabei. Und daraus hat sich im Prinzip das erste Konzept Metropolenhaus sowohl vom Inhaltlichen als auch vom Strukturellen entwickelt. Das heißt, wir haben uns einerseits als Architekten planerisch betätigt, haben aber genauso gut den wirtschaftlichen, ökonomischen Faktor mit übernommen und betreut, bis hin, dass wir dann die Wohnungen, die wir errichtet haben, auch selber verkauft haben. Also insofern war das ein sehr spannendes Initialprojekt. Und wenn man sowas gemacht hat und so eine Erfahrung, dann sagt man, ja, das war schon gut, aber das ist sehr viel Risiko, das macht man nicht nochmal. Oder man sagt, jetzt hat man schon einen gewissen Erfahrungsspielraum mitgenommen und entwickelt das weiter. Insofern war das zweite Metropolenhaus luftlinienmäßig 800 Meter entfernt, auch in der südlichen Friedrichstadt, statt 8 Wohnungen 20 Wohneinheiten. Und dann kam es zum dritten Metropolenhaus, dem Metropolenhaus am Jüdischen Museum, das im Grundsatz der Intention dessen, was wir unter Metropolenhaus verstehen, eigentlich dann doch am nächsten gekommen ist. Und das hat einfach mit der Größe, mit der Dimension und mit dem wesentlichen Aspekt dessen, was auch innenstädtisches Wohnen und Arbeiten ausmacht, dass es ein Erdgeschoss hat. Und wir haben 1000 Quadratmeter Erdgeschoss und dieses Erdgeschoss ist eigentlich das, was ein Haus in einer Stadt verknüpfen kann, wenn man es denn zum Thema macht. Solange es Städte gibt, solange wollen Menschen sich treffen und solange brauchen wir auch Anlässe, damit sie sich treffen können. Ich hatte am Anfang der Pandemie die große Sorge, ja, um Gottes Willen, dann kamen wir keine Erdgeschosse. Das Thema ist tot. Im Gegenteil, es ist so viel notwendiger denn je. Entscheidend ist aber, dass dieses Erdgeschoss kuratiert werden muss. Wir haben für diese Projekträume die Kulturplattform Feld 5 begründet. Sie wird betrieben von einem gemeinnützigen Verein, Feld 5 e.V. Feld 5 ist Freiraum, ist Labor, ist Bühne, meint eigentlich, dass wir für und mit dem Kiez und mit den verschiedensten Akteuren Formate entwickeln, Workshops durchführen, Vorlesungen haben, Kooperationen mit Hochschulen durchführen, um letztendlich der Frage nachzugehen, kann man Nachbarschaft gestalten? Gegenwärtig arbeiten wir an der Konzeption eines Gewerbecampus für ein mittelständisches Berliner Unternehmen. Auch eine spannende Frage. Es geht also nicht nur um Produktion, um Arbeiten und Verwaltung, sondern möglicherweise über unternehmerische Fragestellungen. Gibt es die Kita für die Mitarbeiter, Wohnungen für Gäste? Das heißt, das geht so Fragen, wie wir mal bei der Fuggersiedlung das früher mal gekannt haben. Wir planen den Umbau des ehemaligen Theaterbaus vom Schloss Charlottenburg für das Käthe-Kollwitz-Museum und arbeiten sehr intensiv an der Entwicklung eines sozioökologischen Modellprojektes für eine Wohnanlage hier in Berlin-Westend, um wirklich auszureizen, wie dieses Thema Gestaltung, Ökologie, Holzbau,
umsetzbar ist, damit auch zum Schluss noch Mieten rauskommen können, die bezahlbar sind. Das ist etwas, was uns hier tatsächlich auch von der Architektenseite wirklich interessiert. Es interessiert uns aber auch grundsätzlich immer Themen mit gesellschaftspolitischen Fragestellungen, um auszuloten, wie Architektur, Gestaltungsraum, Stadt zusammenkommen können, um daraus letztendlich Projekte selber zu entwickeln und Themen selber zu setzen. Also das ist das, was uns eigentlich antreibt. Also meine Beziehung zum IDZ ist tatsächlich familiärer Natur. Denn mein Großvater Willem Braun-Feldwig war ein bekannter Designer in den 50er, 60er Jahre gewesen. Und Willem Braun-Feldwig hat an der Hochschule damals für Bildende Künste in Berlin den Lehrstuhl für die industrielle Formgebung 1958 eingerichtet. Es gab noch kein Design davor. Es gab auch nicht mehrere Design-Lehrstühle, sondern es gab einfach diesen Lehrstuhl als den ersten. Und da fing diese Familiengeschichte mit dem Thema Design in Berlin letztendlich an. 2004 war eigentlich der entscheidende Wendepunkt insofern, was BF Design unternimmt, mit der Auslobung eines Förderpreises für designkritische Texte. Und es wurde tatsächlich ein größeres Projekt. Wir haben diesen Förderpreis für designkritische Texte 8-mal ausgelobt und vergeben. Und das IDZ war von Anfang an dabei. Also, das ging los, dass Ingrid Kraus, glaube ich, die zweite Auslobung hier gemanagt hat. Sie ist heute mit im Leitungsteam des IDZs. Angela Schönberger war auch von der ersten Minute dabei, auch Leitungsteam. Damals hat sie auch bei der Buchpräsentation sofort die Räume des IDZs geöffnet und mich unterstützt, dieses Thema weiter voranzugehen. Cornelia Horsch, die leider so früh verstorben ist, war dann bei den Preisverleihungen, die wir in der Akademie der Künste dabei waren, auch maßgeblich, nicht nur im Sinne einer Medienpartnerschaft, sondern auch mit aktiven Beiträgen dabei. Daraus hat sich dann auch eine Reihe beim IDZ über Designdiskurs, Designkritik entwickelt. Und bis heute ist dabei, ich würde sagen, es ist der Guru des IDZs, François Burkhardt, der Mentor des BF-Preises bereits war. Also insofern ist über diesen BF-Preis, diesen Förderpreis, eine ganz starke Verbindung zum IDZ. Und rückgreifend auf mein sogenanntes Lieblingsprojekt, das Metropolenhaus am Jüdischen Museum, ist das IDZ seit 3 Jahren mit dem Eco-Design Award einmal im Jahr im Herbst für 3 Wochen Gast in all unseren Räumen. Dann sind 400 Quadratmeter einfach nur Design. Und die Juroren jurieren dort vor Ort. Sie probieren fahrbare Untersetzer jeglicher Art auf dem Platz aus. Sie drehen eine Runde, kommen rein und diskutieren 1 bis 2 Tage lang. Dieses Jahr war das erste Mal auch eine Ausstellung, die für die Öffentlichkeit zugänglich war. Das war sehr schön. Was mich dann sehr freut, dass eigentlich aus dieser Kooperation mit dem Eco-Design Award jetzt auch nochmal on top dazugekommen ist, dass das IDZ seit Anfang dieses Jahres einen Doppelladen hier gemietet hat. Und ich bin total neugierig, wie sich das im Weiteren hier entwickeln wird. Wir hatten in Feld 5 letzte Woche eine Ukraine-Ausstellung Frieden und Solidarität, wo Künstler ihre Kunstwerke ausgestellt haben, die man dort kaufen konnte und die dann als Spende an das ukrainische Hilfswerk gehen. Das heißt, sie war in Feld 5. Wer noch nicht es geschafft hat, kann immer noch in die Kalterim Gallery am Kaiserdamm vom 14.04. bis zum 21.04. Sehr schöne Arbeiten dabei und es hat wirklich einen schönen Effekt, dass man einerseits die Arbeiten der Künstler, die sehr schön sind, wertschätzt und gleichzeitig auch wirklich hier einen Beitrag liefern kann.